Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unsere Studien und Erfolge sprechen. Redest du gerne darüber? Ja, das tue ich. Ich denke, es ist wichtig, unsere Erfolge zu teilen. Super. Ben, was ist bisher dein größter Erfolg in deinem Studium? Mein größter Erfolg ist, dass ich meine Abschlussprüfungen mit guten Noten bestanden habe. Ich habe sehr hart gearbeitet und viele Stunden jeden Tag gelernt. Das ist ein großartiger Erfolg. Ich weiß, dass Abschlussprüfungen sehr schwierig sein können. Wie hast du dich gefühlt, als du deine Ergebnisse gesehen hast? Ich war sehr glücklich und stolz. Ich war vor den Prüfungen nervös, aber meine harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich habe auch ein Stipendium für mein nächstes Studienjahr erhalten. Ein Stipendium ist wunderbar. Das bedeutet, dass du finanzielle Unterstützung für dein Studium bekommst. Wie hast du dich auf deine Prüfungen vorbereitet? Ich habe einen Lernplan erstellt und ihn jeden Tag befolgt. Ich habe meine Notizen durchgesehen, meine Lehrbücher gelesen und alte Prüfungen geübt. Ich habe auch mit meinen Freunden gelernt. Mit Freunden zu lernen ist eine gute Idee. Es macht das Lernen unterhaltsamer und hilft dir, schwierige Themen zu verstehen. Ja, das war sehr hilfreich. Wir haben Ideen ausgetauscht und Probleme gemeinsam gelöst. Ich habe auch meine Lehrer um Hilfe gebeten, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Das ist sehr klug. Nach Hilfe zu fragen zeigt, dass dir dein Lernen wichtig ist. Ich glaube, dass Bildung sehr wichtig ist. Meine Familie ermutigt mich immer, mein Bestes in der Schule zu geben. Ich empfinde das genauso. Meine Eltern sind sehr stolz auf meine Erfolge und unterstützen mich immer. Es ist schön, eine unterstützende Familie zu haben. Sie helfen uns, hart zu arbeiten und groß zu träumen. Denn neben deinen Prüfungen, welche anderen Erfolge sind du in deinem Studium stolz? Ich bin auch stolz auf mein Projekt im naturwissenschaftlichen Unterricht. Ich habe ein Projekt über erneuerbare Energien gemacht. Ich habe recherchiert, ein Modell gebaut und es der Klasse präsentiert. Das klingt interessant. Erneuerbare Energien sind sehr wichtig für unsere Zukunft. Ja, das sind sie. Ich habe viel gelernt und sogar einen kleinen Preis für mein Projekt gewonnen. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass sich meine Anstrengungen gelohnt haben. Einen Preis zu gewinnen ist ein großartiger Erfolg. Es zeigt, dass deine harte Arbeit anerkannt wird. Genau. Jeder kleine Erfolg motiviert mich, noch härter zu arbeiten und Neues auszuprobieren. Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Ich bin stolz auf meine Aufsätze im Deutschunterricht. Ich versuche immer klare und kreative Aufsätze zu schreiben, und mein Lehrer gibt mir gutes Feedback. Das ist wunderbar. Gutes Feedback hilft dir, dich zu verbessern und selbstbewusst zu fühlen. Ja, das tut es. Ich lese auch gerne Bücher und lerne neue Wörter. Das lässt mich die deutsche Sprache noch mehr lieben. Lesen ist sehr wichtig. Es hilft dir, neue Ideen zu lernen und deinen Wortschatz zu erweitern. Ben, hast du Ziele für die Zukunft, die mit deinem Studium zusammenhängen? Ja, ich möchte Ingenieurwesen an einer guten Universität studieren. Ich möchte Maschinen entwerfen und an neuer Technologie arbeiten. Das ist ein großartiges Ziel. Ingenieurwesen ist ein herausforderndes Feld, aber mit deiner harten Arbeit glaube ich,
dass du Erfolg haben wirst. Danke, Alice. Ich werde weiterhin hart lernen und meinen Träumen folgen. Was ist mit dir? Was sind deine Zukunftspläne? Ich möchte Medizin studieren. Ich möchte Menschen helfen und als Ärztin arbeiten. Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber ich bin bereit, dafür zu arbeiten. Das ist ein edles Ziel. Ärzte helfen vielen Menschen und es erfordert viel Lernen und Hingabe. Ja, das verstehe ich. Ich bereite mich vor, indem ich gute naturwissenschaftliche Fächer belege und Bücher über Gesundheit lese. Das ist ein guter Plan. Jeder kleine Schritt heute wird dir helfen, dein großes Ziel in der Zukunft zu erreichen. Davon bin ich überzeugt. Ich versuche mir jeden Tag kleine Ziele zu setzen, wie eine Stunde zu lernen, ein Kapitel zu lesen oder Matheaufgaben zu üben. Kleine Ziele zu setzen macht es einfacher, große Träume zu verwirklichen. Ich mache das Gleiche mit meinem Lernplan. Ich schreibe einen täglichen Zeitplan und hake meine Aufgaben ab. Es fühlt sich gut an, Aufgaben abzuhaken. Es zeigt, dass man Fortschritte macht. Ja, das motiviert mich, weiterzumachen. Ich belohne mich auch mit einer kurzen Pause oder einer unterhaltsamen Aktivität, wenn ich meine Arbeit beendet habe. Das ist eine schöne Idee. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit ist sehr wichtig. Alice, wer inspiriert dich in deinem Studium? Meine Lehrerin ist eine große Inspiration für mich. Sie ist sehr freundlich und ermutigt uns immer, unser Bestes zu geben. Ich bewundere auch meine Eltern. Sie haben in ihrem Leben hart gearbeitet und unterstützen immer meine Bildung. Das ist großartig. Ich lasse mich von meinem Vater inspirieren. Er hat hart studiert und ist Anwalt geworden. Er sagt mir immer, dass Bildung der Schlüssel zu einer besseren Zukunft ist. Dein Vater klingt nach einem guten Vorbild. Ich denke, es ist wichtig, Vorbilder zu haben, die uns zeigen, dass sich harte Arbeit auszahlt. Ja, sie motivieren mich zu lernen und an mich selbst zu glauben. Ich fühle mich glücklich, so gute Vorbilder in meinem Leben zu haben. Ich auch. Sie helfen uns, groß zu träumen und hart zu arbeiten. Ben, welchen Rat würdest du anderen Schülern geben, die ihre Ziele erreichen wollen? Ich würde Ihnen sagen, hart zu arbeiten und niemals aufzugeben. Es ist normal, nervös zu sein oder Fehler zu machen, aber jeder Fehler ist eine Chance zu lernen. Das ist sehr wahr. Ich sage mir immer, dass ich mich verbessern werde, wenn ich mein Bestes gebe. Ja, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, um Hilfe zu bitten. Wenn du etwas nicht verstehst, frag deinen Lehrer oder einen Freund. Ich stimme zu. Nach Hilfe zu fragen macht das Lernen einfacher und zeigt, dass dir deine Bildung wichtig ist. Ich würde auch empfehlen, deine Lernzeit zu planen. Ein guter Plan hilft dir, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen. Das werde ich mir merken. Ein klarer Plan macht alles weniger stressig. Schließlich würde ich sagen, feiere deine kleinen Erfolge. Jeder kleine Erfolg ist ein Schritt in Richtung deines großen Ziels. Das ist eine gute Idee. Manchmal vergesse ich zu feiern, wenn ich eine schwierige Aufgabe abgeschlossen habe. Kleine Erfolge zu feiern, gibt dir ein gutes Gefühl und motiviert dich, weiterzuarbeiten. Danke für deinen Rat, Ben. Ich werde versuchen, deinen Tipps zu folgen. Gern geschehen, Alice. Wir lernen und wachsen alle zusammen. Ja, und ich freue mich, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Es hilft mir, über meine eigenen Erfolge nachzudenken. Ich empfinde das genauso. Über unsere Erfolge zu sprechen, macht mich stolz und gibt mir neue Energie, hart zu arbeiten. Ben, ich habe eine Frage.
Denkst du, dass dir deine Erfolge im Studium im Leben helfen werden? Absolut. Meine Erfolge im Studium geben mir Wissen und Fähigkeiten. Sie helfen mir, kritisch zu denken und Probleme zu lösen. Ich stimme zu. Hart zu lernen wird in der Zukunft viele Türen öffnen. Es macht unsere Träume möglich. Ja, und ich glaube, dass Bildung ein Weg ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn wir lernen, können wir anderen helfen und unsere Gemeinschaften verbessern. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich möchte Ärztin werden, um nicht nur meiner Familie, sondern auch meiner Gemeinschaft zu helfen. Jeder kleine Erfolg im Studium ist ein Schritt in eine bessere Zukunft für uns selbst und für andere. Ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben und freue mich auf die Zukunft. Ich auch, Alice. Lass uns weiterhin hart arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ja, gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen. Ich bin sehr froh, einen Freund wie dich zu haben, der die gleichen Werte und Träume teilt. Ich bin auch froh, Ben. Danke, dass du deine Erfolge und Pläne mit mir geteilt hast. Danke, Alice, dass du zugehört und so gute Fragen gestellt hast. Unser Gespräch heute gibt mir mehr Selbstvertrauen für meine Zukunft. Das fühle ich genauso. Über unsere Erfolge zu sprechen, erinnert uns daran, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, und es ermutigt uns, weiterzumachen, auch wenn es schwierig wird. Bevor wir fertig sind, möchtest du noch einen kleinen Erfolg teilen, auf den du stolz bist? Klar. Ich bin stolz darauf, dass ich in diesem Jahr besser Deutsch sprechen gelernt habe. Ich übe jeden Tag und ich kann jetzt mit meinen Freunden aus anderen Ländern sprechen. Das ist ein wunderbarer Erfolg. Eine neue Sprache zu lernen ist nicht einfach, aber du machst das großartig. Danke. Ich versuche, indem ich einfache Bücher lese und deutsche Filme schaue. Ich übe auch, indem ich lese und mit meinen Freunden spreche. Es macht Spaß und hilft mir, neue Wörter zu lernen. Jeder kleine Schritt beim Lernen macht einen großen Unterschied. Ich glaube, wir werden weiterhin besser werden, wenn wir weiter üben. Ja, ich freue mich darauf, mehr zu lernen und in Zukunft Neues auszuprobieren. Ich bin auch gespannt. Lass uns versprechen, uns gegenseitig zu helfen und unsere Erfolge zu feiern. Ich verspreche es, Ben. Wir werden weiter hart arbeiten und unseren Erfolg teilen. Danke für dieses nette Gespräch, Alice. Ich habe unser Gespräch über unsere Erfolge im Studium genossen. Danke, Ben. Ich habe unser Gespräch auch genossen. Es macht mich stolz, was wir erreicht haben und motiviert mich, noch mehr zu tun. Ich hoffe, viele Schüler hören unser Gespräch und fühlen sich inspiriert, ihre eigenen Erfolge zu teilen. Ja, das hoffe ich auch. Jeder Schüler hat seine eigene Geschichte und jeder Erfolg, groß oder klein, ist wichtig. Ich stimme zu. Lass uns weiterhin einander unterstützen und unsere Erfolge feiern. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über unsere Ziele für die Zukunft sprechen. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne meine Pläne teilen und von deinen Träumen hören. Großartig. Ich werde über meine Ziele nachdenken und wir können sie beim nächsten Mal besprechen. Ich werde das Gleiche tun. Danke noch einmal, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Danke, Ben. Hab einen tollen Tag und lerne weiter fleißig. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein Gespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.